Servus Leute, das Dach steht, nun geht's ans Pflanzen. Den Boden habe ich zuvor fein umgehackt. Mit 4 Rillen in der Erde habe ich die Reihen markiert. Dann mit der Hake die Pflanzlöcher ausgegraben. Die Pflanzreihen habe ich mit Hornmehl gedüngt. Die Mengenangaben für den Dünger findet ihr auf der Verpackung. Beim Einpflanzen die unteren Blätter des Tomatenstocks entfernen. Hier sieht man es nochmal etwas genauer. Die Tomate tiefer einpflanzen, sodass ungefähr 10 cm des Stiels eingegraben werden. Im eingegrabenen Stielbereich bilden sich Wurzeln aus. Zwischen den Pflanzen in der Reihe einen Graben bilden. So wird die Pflanze insgesamt kräftiger. Da die Tomaten ohne Stäbe angebunden werden, hat sie so auch etwas mehr Halt. Zwischen den Pflanzen kommt eine starke Pflanzfolie dazwischen. Diese ist doppelt umgeschlagen und wird mit Metallhaken am Boden befestigt. Man verhindert so, dass Unkraut zwischen den Reihen wächst. Durch die schwarze Folie wird die Wärme im Boden verstärkt und auch die Wasserverdunstung wird gehemmt. Die Tomaten werden mit Tomatenschnur befestigt. Dies ist eine ca. 5 mm dicke Schnur, die aus Sisal besteht. Dieses Material verrottet ganz natürlich und kann so mit den alten Tomatenpflanzen im Herbst entsorgt werden. Die Schnur solltet ihr in doppelter Länge abschneiden. Die Schnur mit einem doppelten leichten Knoten am Stiel leicht über dem Boden befestigen. Die Tomatenpflanze wickelnd an der Schnur befestigen. Die Drehrichtung spielt dabei keine Rolle. Wenn die Tomate befestigt ist, mit der Schnur spannen. Die Restschnur im oberen Bereich sauber verstauen. Hier nochmal der Unterbereich im Detail. Und so sieht es fertig mit der Folie aus. Durch die Rillen, die wir zwischen den Tomatenpflanzen gebildet haben, bildet sich eine Rinne. Dies macht das Gießen wesentlich einfacher und das Wasser kommt direkt zu den Pflanzen, wo es benötigt wird. An regnerischen Tagen kann man Bienchen spielen und quasi die Pflanzen von Hand bestäuben. So erhältst du eine größere Ernte. Zum Gießwasser mache ich Calcium und Magnesium, damit die Pflanze die Nährstoffe aus der Erde besser aufnehmen kann. Man sieht auch hier wieder, wie das Wasser durch die Rinne zu den Pflanzen läuft. Ein Zeitsprung von 3 Wochen. Die Pflanzen sind sehr kräftig gewachsen. Natürlich müssen die Tomaten ausgegeizt werden, aber das zeige ich in einem anderen Video. Und hier, tada, die erste rote Tomate. Nach einer weiteren Woche färben sich die anderen Früchte auch schon rot. Die Schlangengurken, die ich auf die gleiche Weise angebunden habe, ist da etwas schneller. Hier kann ich die erste Gurke jetzt schon ernten.
Nach weiteren 2 Wochen sind die Tomaten auch soweit. Aber warum habe ich die Schnüre so lang gelassen? Sobald die Tomaten im unteren Bereich reif sind und geerntet, kommen wir zum nächsten Trick. Hierzu sämtliche Blätter im unteren Bereich abschneiden. Hier sieht man, dass die Tomatenpflanze schon am Dach anstößt. Die Schnur im oberen Bereich lösen und herunterlassen, bis die Tomatenfrüchte knapp über dem Boden sind. Jetzt im oberen Bereich die Schnur wieder befestigen. Durch das Absenken der kompletten Tomatenpflanze ist im oberen Bereich wieder genügend Platz, damit die Pflanze weiter wachsen kann. Die Tomatenschnurlänge von 4 Metern kam mir am Anfang etwas lang vor, aber für die meisten Pflanzen musste ich sie noch mal verlängern. Hier noch mal das Ganze im Schnelldurchgang. Ich habe auch festgestellt, dass in dem Bereich, wo Blätter an den Boden kamen, sich Schnecken über die Tomaten hermachten. Aber wenn die Blätter keinen Kontakt zum Boden hatten, war das Problem mit den Schnecken auch erledigt. Die Tomatensorten, die ich gerne verwende, sind die Datteltomaten, Cherrytomaten, Fleischtomaten und auch die Federle, eine etwas länglichere Tomate, die einen sehr guten Geschmack hat. Ich hoffe, das Video hat euch Lust gemacht, selber Tomaten anzupflanzen. Ich esse sie am liebsten frisch vom Strauch. So, das war's mit den Tomaten. Zum Ausgeizen mache ich ein extra Video. Macht's gut und bleibt gesund, euer Easy Do It.